Von Lamberts gibt es mittlerweile 5 verschiedene Mozartkugeln. Also ganz schön viele eigentlich. Das heißt, höchste Zeit, dass ich diese Kugeln im Detail vorstelle, alle Kugeln miteinander vergleiche und natürlich auch einem Geschmackstest unterziehe. Für das heutige Mozartkugel-Video habe ich mir etwas Besonderes vorgenommen. Ich möchte euch, wie schon im Intro angeschnitten, alle Mozartkugeln von Lamberts im Detail vorstellen. Also zumindest alle, die ich bisher gefunden habe. Das sind 5 verschiedene und von jeder Kugel möchte ich euch den Querschnitt zeigen, also die Kugel mal auspacken, dann das Innenleben, jede Schicht, die sich in dieser Kugel befindet, genau besprechen und dann auch noch einem Geschmackstest unterziehen. Und wenn ihr bis zum Schluss dran bleibt, gibt es auch nochmal einen großen Vergleich zwischen allen 5 Kugeln, wo ich noch einmal auf die Unterschiede genauer eingehe. Die sind dann teilweise gar nicht so offensichtlich, wie man eigentlich annehmen würde. Als erstes möchte ich euch nun die sozusagen klassische Lamberts Mozartkugel, also die Zartbitter, näher vorstellen. Diese golden verpackte Kugel gibt es eigentlich schon am längsten am Markt, also wahrscheinlich auch vielen von euch ein Begriff. Man kennt die auch im Supermarkt, wo ihr die eigentlich oft bekommen könnt. Hier habe ich mir natürlich diese Box geholt, wo man gleich 3 verschiedene drinnen hat. Und ja, seid jetzt sicher vor allem gespannt, wie die jetzt innen genauer ausschaut. Ich glaube, selbst wenn man die schon kennt oder oft probiert, man schaut die dann trotzdem nicht so da genauer nach. Man isst die einfach oder beißt vielleicht ab. Daher, ja, schauen wir jetzt wirklich genauer den Querschnitt an und wie diese Kugel denn jetzt aufgebaut ist. Und hier sieht man jetzt auch sehr schön den Aufbau von dieser Mozartkugel. Das heißt, innen ist das Nougat, das ist Nuss-Nougat. Dann hier rechts das Pistazienmarzipan. Dann hier das Weiße, das ist quasi nur normales Marzipan. Und dann hier in einer eher, sagen wir mal, sehr, sehr leichten Ausführung, also eine sehr leichte Schicht von Vollmilch, Schokolade und ganz außen wiederum ist dann diese Kugel mit Zartbitterschokolade umhüllt, wo dann ja auch der Name herkommt, also Zartbitter. Und jetzt folgt der Geschmackstest. Okay, also wenn ich jetzt die Skala hier mal einblende, ist bei dieser Mozartkugel wirklich eher ein marzipaniger Geschmack im Vordergrund. Das heißt, ich würde sie hier mehr auf der Marzipanseite einordnen. Das Nougat ist zwar innen auch vorhanden und macht schon durchaus einen gewissen Anteil aus, schmilzt dann aber relativ bald sozusagen dahin und es bleibt dann vor allem dieses marzipanige Gefühl. Auch so rein vom Bissen und Bissgefühl, vom Mundgefühl, vom Kaugefühl her ist dann sehr dieser Marzipanwiderstand da. Es ist eher ein festeres Marzipan und insgesamt halt ja eine sehr marzipanige Erfahrung. Also für diejenigen unter euch, die Mozartkugeln mit eher einem starken Marzipangeschmack bevorzugen, eine gute Wahl. Und die, was vielleicht eher ausgewogene oder auch generell mehr nougatige Mozartkugeln mögen, vielleicht nicht unbedingt die allerbeste Wahl. Also es ist hier definitiv mehr auf der Marzipanseite als wie auf der Nougat-Seite.
Die rot verpackte Vollmilch-Variante von der Lamberts Mozartkugel gibt es bereits seit einigen Jahren am Markt und die möchte ich mir jetzt gemeinsam mit euch näher anschauen. So, und auch hier jetzt wiederum der Querschnitt. Man sieht hier wiederum ganz innen das Nougat, dann hier das weiße Marzipan, hier das Pistazienmarzipan in grün, dann hier innen eine Schicht dunkler Schokolade und ganz außen, also hier jetzt auch so, die Milchschokolade. Und jetzt gerade im Vergleich zur Zartbitter-Variante, vielleicht da merkt man auch, dass das natürlich nicht einfach nur vertauschte Schichten sind, weil das hier ist natürlich eine viel dünnere innere Schicht dunkle Schokolade. Ich glaube, das sieht man hier auch sehr gut. Und hier die äußere Schicht Milchschokolade ist natürlich sehr viel dicker und wird dann jetzt auch im anschließenden Geschmackstest, denke ich, somit für einen etwas anderen Geschmack sorgen. Und jetzt zu dem Teil, auf den ihr vielleicht schon am meisten gespannt seid. Wie schmeckt die Kugel überhaupt? Okay, also wiederum auf der Skala würde ich bei dieser Kugel eigentlich auch wie bei der vorherigen sagen, die ist am gleichen Level, was Marzipan-Nougat-Geschmack bzw. Verhältnis anbelangt, anzusiedeln. Da im Innenleben hat sich ja auch nichts verändert bei dieser Kugel. Das heißt, wiederum diejenigen von euch, die Marzipan gerne mögen oder generell marzipanige Mozartkugeln, kommen hier voll auf ihre Kosten, würde ich mal sagen. Und für diejenigen wiederum, die das so gar nicht mögen, wahrscheinlich nicht ideal. Also das ist natürlich jetzt unverändert. Vielleicht wiederum eher spannend hingegen, wie wirkt sich denn jetzt diese äußere Milchschokoladenschicht aus? Und da muss ich tatsächlich sagen, man merkt es schon ein bisschen. Also es ist jetzt natürlich nicht extrem intensiv, also die Milchschokolade oder auch jetzt im Vergleich zur Zartbitter, aber es ist definitiv ein Unterschied da. Er ist nicht nur minimal, also man merkt ihn tatsächlich. Und gerade wenn man sich jetzt so eine gemischte Box kauft, wo man gleich unterschiedliche hat, ist das dann natürlich auch voll nett, da auch mal eine andere Kugel zu haben. Das Marzipan-Nougat-Verhältnis bleibt ja eben sowieso gleich, aber es ist dann insgesamt dann eine leichte Veränderung zur Zartbitter. Also durchaus spannend eigentlich. Als nächstes möchte ich euch nun die weiße Schokoladenvariante der Lamberts Mozartkugel näher vorstellen. Die gibt es erst relativ kurz am Markt. Die kam circa 2020 in den Handel. Schauen wir die jetzt also mal direkt an. Hier sieht man nun ganz außen eine Schicht weiße Schokolade, sozusagen auch die Besonderheit dieser weißen Mozartkugel.
Dann innen Milchschokolade, also hier eine Schicht, eine dünne. Dann 2 verschiedene Arten von Marzipan mit Pistazie und quasi ohne, also weißes. Und hier innen ist dann ein Nougatkern. So, da. Und jetzt probiere ich mal die weiße Mozartkugel von Lamberts. Ja, also, wenn ich euch hier die Marzipan-Nougat-Skala einblende, die Kugel befindet sich für mich sogar ein bisschen mehr auf der Nougat-Seite als die beiden anderen, also wenn man so wie die normalen Lamberts Mozartkugeln, weil die weiße Schokolade irgendwie für mich dann das ein bisschen mehr betont. Die kommt eigentlich auch relativ gut raus, die weiße Schokolade. Die ganze Kugel ist ja in einer weißen Schokolade umhüllt. Also da merkt man schon einen gewissen Unterschied. Vor allem natürlich jetzt, wenn ich es mit der dunklen oder Milchschokolade vergleiche. Und das Marzipan ist dann schon auch sehr dominant. Also es ist definitiv nicht so eine ausgewogene Kugel, wo man sagt, schmeckt so nach Nougat oder Marzipan, sondern eher, ja, es bleibt sehr marzipanig, aber etwas weniger marzipanig durch diese Änderung der Komposition oder der Zusammensetzung, als ich es sonst so bei Lamberts gewohnt wäre. Als nächstes möchte ich mir nun die Erdbeervariante anschauen. Diese fruchtige Kugel ist circa im Frühjahr 2024 zum ersten Mal auf den Markt gekommen. Hier sieht man jetzt den Aufbau der Kugel. Ganz außen ist die Kugel in weißer Schokolade umhüllt. Dann folgt eine Schicht Vollmilchschokolade. Also hier sieht man die gleich direkt. Dann sehr viel Erdbeermarzipan. Und ganz innen, hier so, eine weiße Trüffel. Und jetzt folgt noch der Geschmackstest von den Erdbeer-Mozartkugeln. Bin schon gespannt, was ich euch hier berichten kann. Ja, also ein sehr aufregendes Erlebnis, könnte ich fast sagen, weil ja, bei dieser Kugel, wenn ich euch jetzt einmal die Skala einblende, wobei hier Nougat natürlich die Frage ist, weil eigentlich ist es ja weißer Trüffel innen und der ist auch wirklich sehr stark hier bei dieser Kugel beim Geschmack. Das heißt, sowohl die weiße äußere Schicht, die weiße Trüffel innen, würde ich fast sagen, ist stärker im Vordergrund für mich jetzt als sogar der Erdbeergeschmack. Der kommt schon auch ein bisschen zu tragen, also der ist natürlich auch vorhanden. Die Kugel besteht ja auch aus sehr viel Erdbeermarzipan, aber gleichzeitig, ja, eine sehr, sagen wir mal, Kugel, die dominiert ist von den diversen, der weißen Schokolade und der weißen Trüffel. Es bleibt jetzt weiterhin fruchtig. Als nächstes möchte ich euch die Zitronenvariante der Lamberts Mozartkugel zeigen.
Diese gibt es ebenfalls seit circa Frühjahr 2024. Das heißt, sie ist gleichzeitig mit der Erdbeervariante damals auf den Markt gekommen. Und schauen wir sie uns jetzt auch gleich einmal näher an. Und hier jetzt in der Nahaufnahme der Querschnitt. Hier befindet sich ganz innen eine Schicht von einer weißen Trüffelfüllung. Dann hier das Zitronenmarzipan. Dann etwas hier am äußeren Rand die Vollmilchschokoladenhülle. Oder sagen wir mal zweite Hülle. Und hier ganz außen dann die weiße Schokolade. Und jetzt probieren wir natürlich noch die Kugel, damit ich euch da einen groben Eindruck geben kann, wie denn diese Kugel überhaupt schmeckt. Also wenn ich euch hier jetzt die Skala einblende, die Kugel befindet sich eher mehr auf der Nougat-Seite, weil hier doch für mich die weißen Bestandteile der Kugel sehr stark zu tragen kommen, auch der weiße Trüffel innen. Und dann natürlich dicht gefolgt von dem Zitronengeschmack, der bei dieser Kugel sehr stark zu tragen kommt. Vor allem im Vergleich zur Erdbeerkugel, wo die Erdbeere erst, sagen wir mal, leicht irgendwann hervorkommt, ist ja die Zitrone von Anfang an, sage ich mal, sehr dominant. Also ihr solltet auf jeden Fall Zitronen mögen, wenn ihr diese Kugel kaufen möchtet. Ansonsten trotzdem sehr ausgewogen. Eben eher der Marzipan ist hier tatsächlich, ich schätze natürlich auch durch die Ablenkung der fruchtigen Zitrone nicht so stark da. Gleichzeitig natürlich, die Zitrone ist im Marzipan drinnen. Das heißt, da kommt ja eigentlich her der Geschmack. Aber ja, eine sehr fruchtige, erfrischende, man könnte ja auch sagen sommerliche Sorte. Aber ja, ich finde, man kann Zitronen-Mozartkugeln auch ohne Probleme im Winter essen. Und hier seht ihr jetzt alle Kugeln noch einmal im direkten Vergleich. Ganz links die klassische Lamberts-Mozartkugel Zartbitter. Das heißt, da ist dann außen eine Zartbitter-Schokoladenschicht, dann innen Milchschokolade, also diese kleine Schicht hier, dann zwei verschiedene Marzipan und Nougat. Das Ganze in umgekehrter Reihenfolge bei der Vollmilch-Variante, hier in Rot verpackt. Das heißt, da ist außen Vollmilch, dann eine eher dünnere Zartbitterschicht und dann wiederum zwei Marzipan und einen Nougatkern. Dann die passenderweise silberverpackte weiße Mozartkugel. Die zeichnet sich vor allem durch eine weiße Schokoladenschicht außen aus. Und hier ist dann eine Vollmilchschicht auch noch eine kleine, die man dann durch die weiße Schokolade sehr deutlich sieht. Innen wiederum zwei verschiedene Marzipan, Pistazie und normales Marzipan und dann ein Nougatkern. Dann die Erdbeervariante.
Ist dann wiederum sehr spannend und doch auch etwas sehr anderes. Einerseits, wir haben hier zwar wie bei der weißen, außen weiße Schokolade, dann Vollmilch, aber hier ist dann wirklich Erdbeermarzipan und als Besonderheit hier einen weißen Trüffel innen. Dann wiederum hier bei der Zitrone das gleiche wie bei der Erdbeer im Prinzip, nur hier ist jetzt außen Zitronenmarzipan oder Marzipan mit Zitronengeschmack. Wenn wir die jetzt nochmal alle also vergleichen, es sind jedoch wirklich jeweils einige Unterschiede, die sich dann auch geschmacklich, wie ihr glaube ich sehen konntet, auswirken. Gerade bei der Vollmilch, hier ist dann außen dann doch sehr viel mehr Vollmilch und innen nur ganz wenig Zartbitter, eben umgekehrt zu der Zartbitter, aber eben diese größere Oberfläche, Außenoberfläche macht dann auch geschmacklich einen Unterschied. Es gibt natürlich auch bei der weißen Variante und hier bei den neuen fruchtigen Sorten ist es natürlich noch einmal ganz stark durch dieses fruchtige Marzipan, dass sich der Geschmack stark ändert, aber auch dieser weiße Trüffel innen, der zu einem, sagen wir mal, anderen Geschmackserlebnis beiträgt. Und damit kommt dieses Video langsam ans Ende. Ich hoffe, ihr konntet euch über diese unterschiedlichen Lamberts Mozartkugeln eine grobe Meinung bilden. Schreibt mir aber gerne unten in den Kommentaren, was denn so euer Favorit ist oder wie ihr so diese neuen fruchtigen Mozartkugeln findet. Oder vielleicht möchtet ihr nur die wirkliche klassische Version. Da bin ich schon jetzt gespannt, was denn so eure Eindrücke sind dazu. Es gibt aber nicht nur von Lamberts Mozartkugeln, sondern noch viele, viele mehr. Also ich habe bereits über 80 verschiedene gefunden und unterschiedliche Videos dazu gemacht. Eine Playlist dazu blende ich euch am Ende vom Video ein. Abonniert auch gerne den Kanal, wenn ihr zukünftige Videos nicht verpassen möchtet. Also ja, sobald es dann neue gibt, kommen neue Videos oder ich einfach neue Mozartkugeln entdecke. Manchmal gibt es die auch schon sehr lange, aber sie verstecken sich sozusagen sehr erfolgreich von mir. Und ja, dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.